Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es ist passiert. Heute, am 13. September 2022, ist eine neue Nintendo Direct rausgekommen und die würde ich mir sehr, sehr gerne heute mit euch anschauen. Ich habe auch so ein paar Vermutungen, was diese Direct vielleicht für uns bereithalten könnte. Und meine größte Hoffnung gilt natürlich dem lieben Zelda-Franchise. Denn ich habe es ein bisschen munkeln gehört, dass heute vielleicht der Name von Breath of the Wild 2 gedroppt werden könnte. Also ich hoffe wirklich, dass wir überhaupt irgendetwas von Breath of the Wild 2 heute sehen würden. Denn das ist das Spiel, auf das ich mich in naher Zukunft wirklich am allermeisten freue. Zusätzlich habe ich es munkeln gehört, es könnte vielleicht eine Zelda-Switch rauskommen. Auch das wäre einfach nur legendär, oder? Und eventuell gibt es sogar eine Zelda Collection mit dem Teil Wind Waker und Twilight Princess. Auch das steht im Raum. Ja, anscheinend wird vielleicht der Geburtstag von Zelda nachgeholt. Ich würde es auf jeden Fall mega feiern. Dann habe ich es noch munkeln hören, dass vielleicht ein neues Donkey Kong rauskommen könnte. Nach Tropical Freeze, ja, es ist sehr still um die Reihe geworden. Es wäre auf jeden Fall denkbar. Und es steht auch ein neues Mario im Raum. Auf jeden Fall ganz oben auf der Wunschliste der Fans. Ich wäre auch sehr gehypt, denn das letzte Mario ist ja doch schon ein Tag älter. Und ja, ich finde auch, die Reihe könnte so langsam einen Nachfolger gebrauchen. Also, lasst uns zusammen die Direct gucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und mir einfach mal unten in die Kommentare reinschreibt, was war euer Highlight dieser Direct? Also, lasst uns nachschauen, was von meinen ganzen Vermutungen vielleicht eintrifft. Bis dann, nach dem Intro. Es geht los, es geht los. Es geht los. Okay, Covid-19. We live on the continent of Elios. 4 realms surrounding a holy land at its center. 1,000 years ago, Fire our Emblem. lands endured a vicious war with the fell dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us, heroes known as emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating Fire Emblem, the oder? fell dragon. What is this? In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. Boah, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Also auf so ein richtig schönes neues Fire Emblem hätte ich total Bock, weil ich bin ein richtiger Fire Emblem-Fan. Und es sieht mir wirklich alles danach aus. Aber, ja, Fire Emblem Engage. You're awake. Huh? You're really awake. Geil. 1,000 years? That's how long I've been asleep. What are those horrible things? Da bin ich auf jeden Fall dabei. You are a divine dragon, Mega. a member of a royal family. Also die Direct fängt schon mal megamäßig an. Fell dragon. I feel like I can almost remember. Tatsächlich ist mein liebster Fire Emblem Teil Awakening. Da habe ich auch mit angefangen. Das war mein erster Fire Emblem Teil und ja, seitdem bin ich irgendwie bei der Reihe dabei, ne? Einfach eine geile Spielereihe, mehr kann man nicht sagen. It is rather quiet, I know, but it will liven up as we gain allies. The time has come. Now,
Mich irritieren nur diese zwei Farben, ne? Ein Auge rot, ein Auge blau. Die Haare auch so zweigeteilt. Triggert mich so ein bisschen. Please grant me your strength. Ja, alles auf altbekannte Weise auf jeden Fall. She asked me to gather all of the rings and bring peace back to Elios. Yay! Oh. Also dieser Drache sieht schon echt krass aus. Fire Emblem Engage. Alles klar. 20.01.23. Alles klar, cool. Dann fängt das neue Jahr schon mal geil an. Hello, everyone. I'm Yoshiaki Koizumi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. What you just saw was the latest installment of the Fire Emblem series, Fire Emblem Engage. In addition to the standard version, we'll also be releasing the Fire Emblem Engage Divine Edition, containing collectible Okay. Steelbook. Artbook. Bin ich dabei. Karten brauche ich nicht, aber das andere beides ist cool. Let's take a look at our first batch of Danke für die Info. Wird auf jeden Fall bestellt. Weiter geht's. Oh, It Takes Two. Tango. Cody and May's relationship is on the rocks. Okay. Was gibt's da jetzt Neues? Also, das Spiel existiert ja bereits. Gibt es jetzt auf der Switch scheinbar, oder wie, oder was? Das ist auch so ein Spiel, was ich unbedingt noch durchspielen muss. Steht auf meiner Liste. Ich habe es nämlich nur angefangen, aber nie beendet. Venture through fantastical worlds filled with challenging experiences around every corner. In addition to single system play, the game can also be played on two systems. Finde ich cool. Doch, finde ich cool, dass es jetzt auch auf der Switch rauskommt. Via the free Friends Pass. Help Cody and May return to normal. With a partner, of course. Kommt natürlich dann auch auf den Preis drauf an. Takes Two launches on the 4. Nintendo November. Switch system Alles November klar, 4th. 4. November. Pre-orders begin today on Nintendo Ist eine eShop. Überlegung wert. Ja. Cool, dass es für die Switch rauskommt. Ja, freut mich. The forbidden story begins. The Forbidden Story begins. Oh. Ah, ich krieg Albträume. After Okay, nee, so eine Gruselspiele, ganz ehrlich, ist nicht mein Fall. visits an abandoned hospital Kriege ich tatsächlich Albträume von, wenn ich sowas spiele. Oh, vor allem, wenn dann noch so eine Schockmomente zwischendurch sind, ne? Weiß ich jetzt ja nicht, ob es das da ist, aber nee. Hier The Ring-mäßig und so, nicht mein Fall. What ancient rituals will be revealed? Ah! Mask of the Lunar Eclipse launches 2023. for the first time in the West on Nintendo Switch next year. Für alle Horrorfans. There's a new hero who looks mechanical. Introducing Wave 2 of the Xenoblade Chronicles 3 expansion pass for the Xenoblade Chronicles 3 game. Okay, Xenoblade Chronicles hat mich leider nie gepackt. Ich habe mir den neuen dritten Teil auch nicht gekauft. Den zweiten Teil habe ich auf der Switch gespielt, aber ich weiß nicht, nach rund 20 Stunden oder so habe ich ihn beiseite gelegt. Irgendwie war mir das alles zu groß und zu viel und ich wusste nicht mehr wohin und nee, war auch nicht mein Spiel, leider, obwohl die Reihe ja schon sehr, sehr beliebt ist bei den Gaming-Fans. Genau, könnt ihr euch auf jeden Fall gut mal angucken, aber mein Ding ist es irgendwie leider nicht. More hero and gameplay additions will arrive in Wave 3. Wave 2 of the Xenoblade Chronicles 3 expansion pass launches on Nintendo Switch October 13th. Get drawn into these Nintendo Switch games. Nautical nonsense begins when SpongeBob and Patrick make a Oh, wish that honors SpongeBob. the very fabric
Ja, SpongeBob habe ich auch noch auf der PlayStation liegen. Das gab es nämlich letztens bei PlayStation Plus mal umsonst, so ein SpongeBob-Spiel. Ich habe es aber noch nicht angerührt, weil SpongeBob ist einfach gar nicht mein Genre. Also ich habe es auch nie im Fernsehen groß geguckt. Und ja, ich finde halt, das sieht eigentlich ganz witzig aus, aber nee, ich konnte dem Ganzen nie was abgewinnen. SpongeBob, Schwammkopf. Oh. Fit? Box with familiar characters from Fist of the North Star. They'll be your instructors. Aha, Fitnessspiel oder was? Okay. Ja, was soll ich dazu sagen? Nix für mich. Fitnessspiele an sich schon. Ring Fit und sowas habe ich total gerne gespielt. Oder Just Dance mache ich auch gerne. Aber nee. So, was ist das? Oddballers. Das sieht ganz witzig aus. Vielleicht für einen Stream mal oder so. Falls es online spielbar wäre. Wäre das vielleicht was für unsere Twitch-Community oder so. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Momentan gibt es auch Millionen Spiele mit Füchsen gefühlt, ne? Füchse sind das neue Gaming-Tier. Aber ich liebe auch Füchse. Füchse sind toll. Ja, ich finde, das sieht schon richtig schön aus, aber ich weiß halt, ja, dass das wahrscheinlich auf lange Sicht mir keinen Spaß machen wird. Leider. New intel has arrived for these front mission remakes. Full remakes of 2 front mission games are storming in. In Front Mission 1 remake, you'll pilot giant machines called Bonzers in tactical turn-based combat. Auch nicht meins. Ich hoffe, gleich kommt mal wieder was für mich. Aber erzählt mir gerne mal in den Kommentaren, ja, was euch in den ersten, ich weiß gar nicht, welche Minute wir jetzt sind. Nee, kann man da nicht sehen, weil es mittendrin angefangen hat. Wir schauen es ja leider nicht live, sondern ich schaue es jetzt gerade 3 Stunden später, weil jetzt erst meine Kids im Bett sind. Und genau, dementsprechend müsste die Direct aber um die 40 Minuten lang sein. Front Mission 2. In the future, a remake of Front Mission 3 will also launch on Nintendo Switch. It's a wonderful life for a new generation. After nearly 20 years, a beloved farming experience. Story of Seasons! Whoop, whoop. Story of Seasons mag ich sehr gerne. Den letzten Teil habe ich leider nie gekauft. Aber er stand die ganze Zeit auf meinem Wunschzettel. Aber den vorletzten Teil, den habe ich sehr gerne gespielt. Das Ding ist, es ist im Prinzip ja immer dasselbe. Ja, mir fehlt da einfach immer dieses gewisse Etwas, warum ich das jetzt unbedingt spielen sollte, weil es im Prinzip ja wirklich immer dasselbe ist, ne? Du erbst eine Farm, du musst die Farm aufbauen, du kannst Leute kennenlernen, sie heiraten und so weiter und so fort. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr entspanntes Spiel. Könnte ich mir vielleicht auch mal für den Stream vorstellen. Wer es noch nicht weiß, ich streame jetzt ja auch regelmäßig auf Twitch, 2-mal die Woche mindestens. Also wer es noch nicht hat, kann mich gerne abonnieren und mit dabei sein. A Wonderful Life, Story of Seasons, Summer. Im Sommer, okay, das dauert ja noch ein bisschen. Splatoon! Na, wer von euch hat sich schon Splatoon 3 gekauft? Ich tatsächlich noch nicht. Und ich weiß auch noch nicht, wann ich es tun werde, um ehrlich zu sein. Es kommt drauf an, was es da für wirkliche krasse Neuerungen gibt.
Ja gut, die Splatfeste werden natürlich für den zweiten Teil wahrscheinlich nicht mehr supported. Wer also das cool fand, muss sich schon den dritten Teil dann anschaffen. Fand ich auf jeden Fall immer cool. Aber ja, mal schauen, wann es in meine Sammlung wandert. Ein Update. So, squids, what did you think? What would you bring to a deserted island? As for me, I've already decided. So, jetzt hau den Content raus. Lass mich nicht länger zappeln. Please take a look at this. Das ist immer das Coolste. Das Schnipsen. Oh, Square Enix ist immer eine gute Ansage. Oh. Oh. Erinnert mich an Octopath Traveler. Octopath Traveler 2? WTF. Also da hauen sie mal was richtig Geiles raus, weil Octopath Traveler war der Shit überhaupt. Jeder hat das Spiel gespielt und jeder hat es abgefeiert. Sehr gut, dass dazu ein zweiter Teil rauskommt. Geil. I'm hitting the road. I'll be back once I eliminate that devil called poverty from the world. The man who took everything from me shall die by my hand. Not again. Jetzt ist nur noch die Frage, wann? Wann haut ihr es raus? Noch zum Weihnachtsgeschäft? Ich vermute aber eher zum Frühjahr 2023, sagt mein Gefühl. Mal gucken. Boah, ich finde diese Grafik so schön. Each traveler's path action differs between day and night. Our Lord knows well the ways of the world. What will happen when their paths intertwine? What's that big realm? Let's go, Temenos. And what adventures await them in this new world? Think I found Nice. The 8 travelers each have their own story to tell. Where will their journeys lead them and you? Oha. Octopath Und? Traveler 2 Und? launches on Nintendo Switch 24.02. Ja. 2023. Ich hab's doch gewusst. Frühjahr What you 23. just saw was Octopath Traveler 2 from Square Enix. Ja. Habt ihr gut gemacht. Freut mich. Please look forward to the journeys of 8 new heroes. Na komm schon. Ich erwarte mal Großes, wenn ich den Typen sehe, ne? Der macht's aber auch immer spannend. A magical home is waiting for you. Welcome to your new fairy tale life in Fae Farm. Cultivate your homestead and forge everlasting friendships in this farm simulation RPG. Also es sieht schon deutlich lebendiger gerade aus als dieses Story of Seasons Spiel. Das muss man schon sagen, ne? Sieht schon viel, viel ansprechender aus. Mit Kampfelementen, okay. Man ist scheinbar irgendwie so eine Fee. Ja, Fairy Tale. Oh, ich glaube, das mag ich. Online-Multiplayer. You'll be able to customize your home and enjoy this mesmerizing adventure even more. Ey, das ist ja wie Animal Crossing und Story of Season in einem. That'll help you restore Azoria to its natural splendor. Das werde ich mir auf jeden Fall mal vormerken, ey. Auch im Frühjahr. Was soll ich alles im Frühjahr spielen, Leute? It's a musical blast from the past. Celebrate the 35th anniversary of the Final Fantasy series with the latest theater rhythm game. Enjoy iconic songs like One Winged Angel. Oh nee. Bleibt mir weg mit solchen Musikdingern. Also das habe ich noch nie geschafft. Egal welchem Spiel das war. Das könnt ihr vergessen. Auf gar keinen Fall. Nein. Nein und nochmal nein.
addition, 2 Das players werde ich auf locally keinen can Fall complete spielen. stages in pair style, while up to 4 players can battle to the beat in online multi-battle. Nee, ich bin einfach zu doof für solche Spiele, ganz ehrlich. Symphony on the Nintendo Switch system February 16th, 2023. Pre-orders begin today Auch im on Februar. Nintendo Sag mal, was eShop. ist denn im Februar los, bitte? Ich glaube, ich brauche Urlaub im Februar. Alles kommt im Februar raus, gefühlt. Octopath Traveler. Live Alive and more will Live be released. Alive! That's 90 additional songs. Plus, editions containing a season Live pass Alive. and 27 extra songs, including Melodies of Life, will be available. Komm, enttäusch mich nicht. Jetzt hau mal irgendwas richtig, richtig Cooles von Zelda raus. Na, es wird jetzt nicht so zwischendurch kommen. Oh. Ja, sehr schön. Mario & Rabbids Sparks of Hope. Das ist auch ein Spiel, was ich unbedingt mir kaufen werde. Da freue ich mich schon extrem drauf. Ich habe Kingdom Battle auch total gefeiert und gern gespielt und durchgesuchtet. Da wird der zweite Teil jetzt natürlich nicht verschmäht, ne? Der wird auch auf jeden Fall gespielt. Ja, jetzt müssen sie noch einmal Werbung dafür machen. Ich glaube, das Spiel, wenn mich nicht täuscht, kommt es nächsten Monat raus. Da müssen wir jetzt gerade noch mal ein bisschen Werbung für schieben, das ist klar. Sieht doch total schön aus, oder? Genau, 20. Oktober, hatte ich doch richtig im Kopf. Ich wollte es nicht sagen, nachher wäre es falsch gewesen. Containing the base game, weapon skins, and a season pass. Restore peace between humans and monsters. Rune Factory 3 returns on Nintendo Switch. Ah. Take a break from quests to chat with the locals. Rune Factory ist tatsächlich eine Reihe, die ich noch nie gespielt habe. Und ich habe schon oft überlegt, ob ich es mir kaufen soll. Aber es hat halt auch so Kampfelemente und das hat mir irgendwie nicht so zugesagt. Hier, das da zum Beispiel. Müsste man wahrscheinlich echt mal selber ausprobieren. Aber so vom Anschauen her ist es nicht mein Ding. Special. Plus, a new Rune Factory series will launch in the future. Okay. Weiter. Oh, Nintendo 64. Nintendo 64 games are on the way. Pilot Wings 64. Oh nee, bitte nicht. Bitte nicht. Das habe ich damals gehasst. Mario Party, cool. Mario Party 2. Yes. Mario Party ist auch so ein Ding, das geht immer. Okay. Haut ihr sie alle nochmal raus. Pokémon Stadium 2. Nee. 1080 Snowboarding. Excite Bike 64. Hype. These games will gradually be added in the future. You can play a selection of Ja, Nintendo 64 nice to have, kann man sich mal games and angucken, more aber gaming benefits haut with mich an nicht vom active Hocker. Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Oh, and there's one more game we should mention. Hau raus. Oh mein Gott. Nee, ne? Oh mein Gott. Also das ist das Erste, was mich jetzt richtig hypt. Scheiße. GoldenEye. Nein. Ich habe nicht geglaubt, dass es noch kommt. Mit Online-Player. Oh mein Gott. Wie ich früher dieses Spiel gespielt habe, ey. Zu Schulzeiten bin ich immer zu meinem Nachbarsjungen rübergelaufen und dann haben wir das immer jeden Nachmittag zusammen gespielt. Wie geil, das hypt mich jetzt richtig.
100 types of daily tasks to build Das war character bisher and mein deepen Highlight der relationships ganzen with the Direct. locals. Geil, In geil, doing geil. so, you'll gain access to different job classes and abilities. A grand adventure into the unknown awaits. Various Daylight launches on Nintendo Switch later today. Jetzt kann die Direct gar nicht mehr schlechter werden. A malfunction causes you to crash land on a strange planet. Build a new rocket from scratch in this management sim game. Scour the planet for materials. Ja, nach so einem Hype muss ja jetzt sowas kommen, ne? Find them to various Upsala. resources. Aber wir haben ja noch, ja, wir haben ja noch, ne? 20 Minuten, etwas mehr als 20 Minuten. Da kann durchaus noch hier was zu meinem Lieblingsfranchise gedroppt werden. Ich hoffe es auf jeden Fall. A young girl named Ib visits an art museum with her parents in this 2D exploration adventure. She wanders through a busy gallery by the artist's Ach ja, ach ja, ach ja. One particular piece draws her in. Will she be able to safely return to her own world? Every decision affects her fate. Wie gruselig, schon wieder so ein Launching on Gruselspiel. Nintendo Switch, Spring 2023. Mario Strikers Battle League, where 8 players locally on one system can get gritty, is getting a Ne, second habe ich mir auch update. nicht gekauft. Joining the roster are Pauline, a physical powerhouse with fast movements and strong tackles. And Diddy Kong, a midfield speedster with dazzling techniques and high pass accuracy. Ich glaube, das sind solche Spiele, da muss ich zu viele Knöpfe wissen, was die bewirken. Ich glaube, das ist nichts für mich. Aber ausprobieren würde ich es mal. The final summer begins. とある予感がした。どこまでも眩しくて想像しいあの夏が始まる。そんな予感が。Irgendwie sehen die Spiele alle gleich aus, ne? When strange islands Schon suddenly wieder appear, der gleiche Artstyle, set sail to wie Rune investigate in order Factory, to wie protect their hier homeland Story. from impending danger. Die Story of Seasons sah so ein bisschen Sprawling anders landscapes aus, set ja, the aber stage for your adventure. irgendwie tun die sich Free alle to nicht viel, explore ne? this vast world and forge your own path Xenoblade in this sah auch in der charming Art aus. RPG. 11 heroes from all walks of life will join your party. During battle, work with your allies to activate various skills, which can be swapped out when needed. Teamwork is paramount after all. So, New features are also in store. weiter, The keys to this weiter lively bitte. adventure are in your hands. 行くわよ。 Atelier Rise of 3, Alchemist of the End and the Secret Sagt mir Key gar nichts. launches on Noch the nie von Nintendo Switch gehört. System February 24th, Auch im 2023. Februar. Ich sag ja, wir müssen uns alle im Februar Urlaub nehmen. Wave 3 is on the way. Oh, Here's a sneak peek at Gruß two geht courses raus for an meinen Season Freund 3. Review Switch. Merry Mountain from Mario Das Kart heißt, Tour. es folgt demnächst ein neues Video von uns beiden. Sehr cool. Welle 3 der neuen Strecken bei Mario Kart 8. Peach Gardens from Mario Kart DS. Oha, mit dem Kettenhund. Eine Weihnachtswelt. The Mario Kart 8 Deluxe Booster Wann Course kommt der? Pass DLC Wann kommt for der? the Mario Kart 8 Deluxe game launches this holiday. Okay, zu Weihnachten. Nintendo Review Online Switch, Plus you know. expansion pack members can enjoy this DLC Zu Weihnachten with spielen villages wir involved. Welle The 3. DLC can also be purchased on Ich its own. freue mich drauf. How was that? Next, we have some news to share about Nintendo Switch Sports. In the next free update, Golf will Switch Sports, ja. Hat mich auch leider nicht vom Teller gezogen. Ich habe es gespielt, aber auch recht schnell wieder beiseite gelegt, leider. Of course, you can play these locally. Additionally, up to 8 players online can play at the same time on the same course in survival golf. Es toppt einfach nicht Wii Sports von We früher. previously announced that the update would Das war das release this fall. Nonplusultra. However, we Alle waited a bit darauf more time for folgenden development, so the Versuche update sind is bei now mir planned for persönlich this leider holiday. gescheitert. Please wait just a little longer. Next, we have a Er special guckt immer so, ne? So, oh, jetzt wird deine Hoffnung aber erfüllt.
Ich flüster dir noch was zu. Hello, it's Special been a while. guest. I'm Shigeru Miyamoto. Okay. I have Hi. a few things I'd like to share with you today, including some news. First, as you may have heard, the Super Mario Bros. Animated movie we're developing with Chris Meledandri from Illumination will release next spring. And Super Nintendo World, which is entering its second year at Universal Studios Japan, will also open in Hollywood. Leider sehr weit in the entfernt, US. ne? Recently, we've been working on Leider, the finishing leider. touches for both. Today, I'd like to talk a little bit about Pikmin. Pikmin? It's been over 20 years since the first game, and we're still Pikmin working 4 on the oder was? series. This is Pikmin Bloom. It's a Bloom. smart device game we started with Niantic late last year, in which players all over the world are planting flowers. Here's a quick rundown of the game for those who have yet to play it. Okay. Pikmin Ach Bloom nee. is a smart device game that Ich habe uses gerade your gedacht, location ist das ein Handygame? Ist das ein Handygame? Bitte lass es kein Handygame sein. Und es ist doch ein Handygame. All you need to do is take it with you on your daily walks or outings. You can look back at the end of the day and see where you walked. Okay. Send out Pikmin and collect the items they found that day. And feed them nectar Oh, to no. increase their petals. So, how many steps did we take today? Also ob mich das jetzt While you're out motiviert, and mehr about, Schritte you am can Tag also zu use the tun? AR feature to take Ich photos glaube of nicht. Nee, ist leider nichts für mich. Pikmin are Hast du all noch was around you. Besseres für mich? Komm schon. Let's take a quick look at my screen. At Ja, nearly er ist nur für 700 Pikmin da. Pikmin. Er ist nur für Pikmin da. They love nectar. If you Nee. give Pikmin nectar like you see here, their flowers will Ich glaube, das richtet sich dann eher an die jüngere You'll also see the number of Generation, steps aber you've taken that day. nee. Regarding Wenn ich the wissen map, möchte, the wie viele clouds will Schritte ich appear laufe, dann along mache ich the meine path you walk, Fitnessuhr so you um can keep a record of und dann locations you visited. reicht mir das. Sagen wir mal so. I normally move around within Kyoto, but I've also been going to Osaka, to Universal Studios Japan. Ja, okay, das wiederum ist ganz cool I irgendwie. occasionally go to Tokyo as well. Dann sieht man, You'll wo say man to überall yourself, schon okay, war. this time I'll try walking here. It So makes ähnlich wie trips beim and walks a lot of Geocaching. fun. Das finde ich It's a daran auch mal so very cool, easygoing play dass ich experience sehen you kann, can wo ich enjoy überall just schon by war. taking it with you. I hope you'll try it out. Okay, now to the main event. Please take a look at this. Wie schön. Sieht echt ganz gut aus, ne? Was ist das? That's right. Pikmin 4 will launch in 2023. We won't be showing any gameplay today. However, you'll be able to play like this, from the Pikmin's perspective near the ground. I also Wie? made a new Jetzt kommt t-shirt. dieses Pikmin Bloom? Nintendo Switch Plus will make controlling Pikmin the game 4? simpler, meaning Habe ich das you jetzt richtig further verstanden? concentrate on the core essence of Pikmin games. WTF. They call it Dandori in Japanese, or strategically planning, deploying, and commanding the Pikmin. I hope you're all looking forward to Pikmin 4. Thank you, Mr. Koizumi. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Miyamoto. Ich bin gespannt. Now, let's Also, move on to some ich guck's mir more auf jeden Fall mal headlines. an. Ich fand es irgendwie gar nicht doof. So, und jetzt? Ach nee. Take your dancing game to the next level. Schon wieder tanzen. Nee. Also ich mag diese Tanzspiele, ich mag diese Just Dance-Dinger, ne? Aber ich brauche das echt nicht jedes Jahr Neues. Da erschließt sich mir der Sinn nicht, genauso wie beim FIFA, wo jedes Mal dasselbe gezeigt wird. Nee. Ich finde, dann kann man auch einfach einen Just Dance machen und dann sich die neuen Lieder runterladen, wenn man Bock drauf hat. Bam.
Ja, jetzt fragt der Freund, wollen wir zusammen tanzen? Na klar, noch eine Runde. Wuhu! Tja. November. Oha. Can you survive the season of death? As you cultivate a peaceful farm life in the village of Lethe, the season of death quietus continuously returns, threatening to destroy all. Travel the world and Wo find a bleibt way mein to put an end to the Zelda-Content? calamity Wo in bleibt this life Mario? simulation RPG. Wo bleibt Donkey Kong? Along the way, Noch allies with nichts different davon wurde motives gedroppt. will join your Ich finde cause. immer noch am geilsten das Golden Eye Spiel. You'll begin to uncover the truth of this ill-fated world. After this presentation, a demo containing the opening days of your farm's first season will be available on Nintendo eShop. Save data can be transferred to the full game once purchased. Harvestella launches on Nintendo Switch November 4th. Also ich habe noch Hoffnung. Ich habe immer noch Hoffnung. Get ready for a devilishly good time. Schauen wir mal, wann das Video zu Ende ist. Oh, wir haben noch 13 Minuten. In 13 Minuten kann noch viel passieren. Bayonetta, auch nicht mein Franchise. She clashed with angels to recover her lost memories. Ich habe mich auch tatsächlich vorher nicht spoilern lassen. Ich habe extra allen gesagt, sagt mir nichts von der Direct. Ich möchte mich selbst überraschen lassen. Von daher bin ich total planlos, was gleich noch kommt. Ich hoffe es einfach nur, dass noch irgendwas Geiles kommt. Aber bis jetzt war immer das allerletzte zum Schluss nochmal so ein richtiges Bam. Da ist jetzt meine Hoffnung noch drauf angelegt, auf jeden Fall. And another Umbra witch, Jean. New ally Viola also joins in on the action. A hair-raising, demon summoning, globe-trotting adventure awaits in Bayonetta 3, launching on Nintendo Switch. Ich weiß, da warten auch viele drauf, aber ist nicht meins. Absolut leider nicht. After today's Nintendo Direct, a new trailer delving more into gameplay will launch on our official YouTube channel. A dark fantasy mystery abounds from the creators. Erinnert mich an Zorro mit dem Umhang. Ich bin früher als Kind immer mit so einem Umhang rumgerannt, weil ich immer Zorro war. Erinnert mich an Persona, also gerade jetzt nicht mehr. Those who investigate are called master detectives, who come from all around the world. Meet Yuma, an amnesiac detective, and Shinigami, the spirit haunting him after their pact. Shinigami? Dive into these unsolved cases as a trainee at the detective agency. Clock tower. Thoroughly inspect each crime scene to gather clues and evidence. When you're ready, Shinigami will conjure a realm tying the crime scene to the truth. Ja. A mystery labyrinth. Nö. Overcome obstacles and manifestations. Sieht jetzt of eigentlich ganz mysteries interessant to edge aus, closer aber to the actual events. ja, ich glaube, da habe ich genug andere Spiele auf dem Zettel, da würde ich wahrscheinlich eher nicht reingucken. Außerdem bin ich jetzt viel zu gespannt, was noch so kommt. Weiter! Komm schon, gönn! Enter the village if you dare. The latest installment in the Resident Evil series is coming to Nintendo Switch as a cloud version. Okay, eine Cloud-Version. Ja, da habe ich auch nur die Demo von gespielt von Resident Evil Village. Ja, war mir zu heftig. Sagen wir mal so. Nee. The Winter's Expansion DLC, containing a new third-person mode, additional story content, and more, will launch December 2nd.
What? Additionally, 3 other recent entries in the Resident Evil series will be available as cloud versions on Nintendo Oh, Resident Switch. Evil 2 liebe ich, ne? Cool. Ah, alles Cloud-Version. It's an action-packed lineup of Nintendo Switch games. Vanquish foes to avenge your father in this kung fu action brawler. By thrusting, tripping, and parrying opponents, you'll break their stance and gain the upper hand. Fall in combat and you'll get older and weaker. In turn, however, you'll learn new techniques to complete your mission. Can you exact revenge before your time runs out? Sifu pummels its way onto Nintendo Switch November 8th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Experience the events leading up to Final Fantasy VII in this Final exhilarating Fantasy. action RPG. Zack Fair is a young and ambitious soldier operative aspiring to become a hero. Together with Sephiroth and Cloud, he investigates strange disappearances within his elite unit. This remaster features enhanced HD graphics. Boah, aber das auf der Switch, Entschuldigung, ne? Aber also wenn ich das spielen möchte, dann spiele ich das auf der PlayStation. Also dann will ich auch schon die geilste Grafik auf der Welt davon haben. Radiant Silvergun is coming to Nintendo Switch. Fire different types of weapons to take down waves of enemies. Defeat multiple enemies of the same Ach color for a nö, chain bonus. komm, Or take next down differently please. colored ones for a secret bonus. Rack up these Oh, ey, bonuses vor for a high diesem score. Boom am Ende kommt immer so ein richtiges Down. Radiant Silvergun launches on Nintendo Komm Switch schon. later today. Recruit a team of shipwrecked heroes Nein. and make your way out of a Nein. derelict space station in this Auch nicht. roguelike game set in the endless universe. But it's not as easy as it sounds. You'll have to fend off continuous waves of monsters as you make your way through procedurally generated levels. Complete various quests to unlock new heroes, weapons, station areas, and more. Up to 3 players in online co-op can attempt to escape their grim fate. Weckt mich bitte, wenn's spannend wird. Endless Dungeon launches on Nintendo Switch next year. The journey of world regeneration begins anew. Remaster of Tales of Symphonia is coming to Nintendo Switch. Oh, die Tales of-Reihe, Is controlled by shadowy die soll auch forces sehr called gut sein. Science. To stop them, Ich meine, ich habe sogar irgendein Tales of-Spiel, aber ich habe es noch nie gespielt. Lloyd soon embarks on a journey with Oh, Cloud, mit romantischen the current chosen Szenen. one, and his childhood Jetzt hat mich friend das in this Spiel. beloved action RPG. They'll meet allies along the way, like the wandering aristocrat Zelda, Also ich würde gerne mal ein Tales of and ausprobieren, the auf jeden Fall. lumberjack who lost her emotions after an experiment, Presea. Other allies Tales will of also Vesperia show habe up. ich. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. The fate of 2 interconnected worlds hangs in the balance. Tales of Symphonia Remastered begins its journey on Nintendo Switch Ja, early next year. why not, ne? Kann man sich mal geben vielleicht. Life is Strange, ich liebe Life is Strange. Diesen Monat kommt's raus für die Switch. Oh, wenn ich die Bilder sehe, ne? Ich will es nochmal spielen. Oh mein Gott. Wäre vielleicht auch ein geiles Stream-Spiel. Oh, Life is Strange nochmal spielen, ey. Das wär's. Das sieht auch cool aus. Goofy! We love you! Oh, Fall Guys. Ich liebe Fall Guys. 15. September kommen neue Welten. Cool. Fall Guys, da kann bitte immer neuer Content kommen. Das spiele ich so gerne. Kirby? Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. Okay. One day, a spaceship crash lands on planet Popstar.
Also das neue Kirby feiere ich ja, ne? Aber diese alten Teile habe ich nie gespielt, muss ich sagen. Aber ich kann dem irgendwie auch nicht so richtig was abgewinnen. The new Mecha Copy ability makes its debut. Blast foes from a distance or punch them up close. Allerdings denke ich gerade so, für den Stream wäre das vielleicht ganz witzig. The game supports local play for up to 4 players on the same system. Plus, Im everyone can 4-Player-Modus play as sogar Kirby while möglich. using their favorite copy abilities. There's also a collection of sub-games to play. Okay. This includes the new sub-game Magolor's Tone Da spielt doch Trackers keiner so eine extra Games da irgendwie and zwischendurch. returning ones like Samurai Kirby. Oh, wir sind, glaube ich, kurz vorm Ende. Ich habe richtig gerade Angst, was gleich kommt. Bin richtig gespannt. Denn irgendwas muss doch bitte noch zu Zelda kommen. Auch im Februar. Sag mal, Leute, wollt ihr mich verarschen? As part of Kirby's 30th anniversary, a remake of Kirby's Return to Dreamland will be released. We hope you're looking forward to this game. Thank you for watching today's Nintendo Direct. Nee. Zu Ende? This next trailer will be our last announcement. Okay, der letzte Trailer. Ja! Okay. Ganz ruhig. Ich will spielen. Das sieht so geil aus. Wir sehen hier nur so ein paar Runen, ja, aber... Oh. Tears of the Kingdom. Oh mein Gott, der Name wurde tatsächlich gedroppt. Mega. Tears of the Kingdom. Geil. Noch dieses Jahr, in naher Zukunft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Thanks you for watching. Ja. Thank you für diese geile Nintendo Direct. Also ich wusste ja, am Ende kommt nochmal ein ordentliches Woo. Aber ja, hat mich jetzt auf jeden Fall doch ein bisschen vom Hocker gehauen. Genau. Erzählt mal, wie hat euch denn die Nintendo Direct gefallen? Also ich fand sie eigentlich richtig cool. Ist klar, dass immer so Zwischenparts kommen, wo einfach nur die Spiele nacheinander vorgestellt werden, die vielleicht nicht so im Hype sind. Aber ganz allgemein fand ich die Nintendo Direct doch recht cool. Vor allem das Ende und vor allem GoldenEye. Also diese beiden Sachen waren auf jeden Fall mein Highlight. Schreibt mal unten rein, was euer Highlight war. Und vielleicht habt ihr ja Bock, mich demnächst mal auf Twitch zu besuchen, denn ihr wisst, ich streame 2-mal pro Woche mindestens. Und ja, ich würde mich einfach freuen, euch da auch zu lesen. Also ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder und danke, dass ihr mit mir zusammen diese fantastische Direct geguckt habt. Hype! Macht's gut, bis zum nächsten Video.